Hallo allerseits. Ich denke, es ist mal wieder Zeit für einen kleinen Kit-Review. Diesmal den Schützenpanzer Puma von Revell in 1:35. Das ist ja wirklich ein ganz aktuelles Fahrzeug. Soweit ich weiß, ist das offiziell noch gar nicht mal eingeführt bei der Bundeswehr. Ich glaube, im Laufe des nächsten Jahres wird da die erste Auslieferung erfolgen. Ja, wie gesagt, das ist ein Schützenpanzer der neuesten Generation und wird über kurz oder lang den Marder ersetzen. Ja, meiner Meinung nach ist der Marder nach wie vor ein sehr gutes Waffensystem, aber ich finde es auch gut, dass die Bundeswehr zumindest für die Zwecke, die haben, immer das beste Material zur Hand kriegt. Und ich denke mal, der Puma ist im Moment weltweit sicherlich ganz vorne dabei. Das wird sicherlich auch eine ziemlich interessante Kombination sein, denn im Moment baue ich von Revell den Leopard 2A6M. Ja, auch sehr guter Bausatz und auch eigentlich die im Grunde aktuelle Version des Leopard 2 Panzers. Also wirklich eine gute Kombination. Allgemein hat Revell in letzter Zeit viele aktuelle Bundeswehrfahrzeuge auf den Markt gebracht, zum Beispiel das Wiesel oder den GTK Boxer, um nur einige zu nennen. Also ich hoffe, Revell bleibt dabei, weil ich finde es eigentlich, ja, aus deutscher Sicht ziemlich schön, da eine große Auswahl an Bundeswehrfahrzeugen zu haben. Einfach mal so zur Abwechslung. Ich baue ja meistens eher Zweiter Weltkrieg, aber wenn ich mal was Modernes baue, dann eher was von der Bundeswehr. Also gut, schauen wir mal rein in die Schachtel und gucken uns das näher an. Starten wir wie immer mit dem Bauplan. Hier eine kurze Geschichte zum Fahrzeug, technische Daten, und hier seht ihr so aufgeklebt so ein Stück Draht. Das ist später für die Antenne des Fahrzeugs. Das war auch beim Leopard 2 dabei, fand ich aber nicht so toll, schwer zu befestigen. Ich habe da einfach gezogene Gießäste verwendet, wie sonst auch. Das ja, lässt sich einfach besser hinkleben und es hält dann auch dauerhaft. Dann hat es hier Sicherheitshinweise, Symbolerklärung und eine Farbtabelle, die sich ausschließlich auf Revell-Farben bezieht. Dann noch ein kleines Diagramm mit allen enthaltenen Gießästen. Ist immer gut, wenn man mal einen Überblick verliert, oder auch wenn man das Modell zum ersten Mal auspackt, kann man gleich überprüfen, ob alles vollständig ist. Dann geht's los mit dem ersten Bauschritt. Ja, die ganzen Räder, Ketten, Fahrwerk und so weiter. Ja, Revell typisch, gut verständlich, immer nur wenige Teile pro Bauschritt, das ist immer gut. Ja, gibt's nichts dran auszusetzen. Schön finde ich auch, dass parallel immer auch die Bemalung berücksichtigt wird, damit man weiß, wie jedes Teil zu bemalen ist. Finde ich gut, und das vermisse ich oft auch bei Bausätzen anderer Hersteller, dass man einfach oft nicht weiß, wie bestimmte Details denn zu bemalen sind. Ja, also guter Bauplan, gibt's nichts dran auszusetzen. Hier die Bemalungsanleitung, da gibt es eigentlich nur eine Version, weil das Fahrzeug ist offiziell noch nicht eingeführt. Das ist im Grunde nur die Vorserie. Die haben auch noch keine richtige Nummernschilder, darum ist es leer. Die Abziehbilder machen einen sehr guten Eindruck, sauber gedruckt, Trägerfilm ist nicht zu dick, und ihr seht, es ist auch recht klebrig hier oben, das heißt, die Abziehbilder sind recht stabil und halten auch gut. Hier, die Nummernschilder sind noch leer. Wie gesagt, es steht noch nicht fest, was für Schilder die bekommen werden, aber Revell hat da schon vorausgedacht und hier einen Satz Nummern beigelegt,
mit dem er dann im Laufe der nächsten Jahre dann auch vorbildgerechte Fahrzeuge darstellen kann mit den richtigen Kennzeichen. Ja, wie ihr seht, es sind ziemlich viele Teile. Schon mal gut. Hat man viel zum Basteln. Es liegen hier auch ein paar Vinylteile bei. Zum einen hier das Abschleppseil. Das finde ich allerdings nicht so gelungen. Da würde ich vielleicht ein Stück Draht nehmen oder weglassen, je nachdem. Das gefällt mir nicht so gut. Und hier fürs Fahrwerk hinten den Spritzschutz. Ist auch aus Vinyl. Ob das jetzt sein muss, keine Ahnung, aber es stört auf jeden Fall nicht. Sieht gut aus. Die Ketten sind schön detailliert und auch relativ weich. Man kann es also gut ans Fahrwerk anpassen. Allerdings seht ihr hier schön auf die Ketten, diese Auswurfmarken. Das ist natürlich ganz schlecht, weil bei Vinylketten kann man das schlecht verspachteln oder entfernen. Das ist natürlich ein Problem. Aber ich denke mal, die Kette hat davon abgesehen eigentlich ziemlich viele Vorzüge. Vielleicht kann man da drüber hinwegsehen. Aber optimal ist es nicht. So, einfach mal einen genauen Blick auf die Plastikteile. Hier das Fahrwerk, die ganzen Räder. Ja, gut detailliert. Auch von den Nieten. Oder die Niete heißt ja eigentlich. Hier hinten, ich denke, das ist eine Klappe für die Infanterie zum Auf- und Absitzen. Schade, dass das geschlossen ist. Das wäre vielleicht interessant, wenn das zum Öffnen wäre. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, ein Schützenpanzer hat da hinten immer eine Luke. Ja, sieht schon mal gut aus. Hier die Oberwanne. Ihr seht, es hat hier eine schöne raue Oberfläche. Das finde ich sehr gut. Ansonsten ist das Modell ziemlich glatt geworden. Aber ja, hier in diesen wesentlichen Bereichen wurde das schön aufgeraut. Sehr gut. Hier noch mehr Räder. Ja, kein Flächensicht. So soll es sein. Ja, auch am Turm akzeptable Oberflächenstrukturen. Ja, macht einen guten Eindruck. Das habe ich beim Leopard 2 ein bisschen vermisst. Das sind überhaupt keine Oberflächenstrukturen vorhanden. Das ist alles total glatt poliert. Aber hier hat man das eindeutig besser gemacht. Hier, das ist die Aufnahme fürs Rohr. Sieht ja eigentlich ziemlich interessant aus. Ziemlich futuristisch. Ja, sieht gut aus. Gefällt mir. Ja, das ist auch sehr filigran. Ja, auch kein Flash da. Das ist eh ganz wichtig bei sowas. Wenn das komplett verdreckt ist mit überschüssigem Plastik, dann ja, das ist doch eine ziemliche Hölle, das wieder sauber zu kriegen. Ja, also macht wirklich einen sehr guten Eindruck. Bin mir auch sicher, dass es gut und einfach zu bauen geht. Ja, die ganzen Fahrwerksteile. Sieht auch hübsch aus. Gut natürlich auch, dass die Achsenschenkel einzeln sind. Dann kann man das Modell vielleicht sogar ans Gelände anpassen, wenn man ein Diorama baut. Ein bisschen Geschick ist das sicherlich machbar. Ja, sehr schön. Hier noch ein kleiner Guissage. Ich weiß jetzt auch nicht genau, wo das Teil später hinkommt. Ich glaube, das ist was vom Turm. Bin mir aber nicht ganz sicher.
Also wirklich sehr schöner Bausatz. Ja, wenn Revell so weitermacht und noch mehr Bundeswehrfahrzeuge in dieser Qualität ausliefert, dann muss man da echt öfter zuschlagen. Meiner Meinung nach ist der Schützenpanzer Puma von Revell wirklich ein gelungenes Modell. Schöne Oberflächendetails, überhaupt kein Flash in Sicht. Ja, einfach die Aktualität von dem Vorbildfahrzeug ist natürlich auch interessant. Und ja, tolle Sache. Es sollte auch einfach zum Bauen gehen. Ihr habt gesehen, das ist nicht übermäßig komplex. Das ist eigentlich auch für Anfänger sehr gut machbar. Der Bausatz kostet so zwischen 25 und 30 Euro. Und ich finde, das ist ein durchaus akzeptabler Preis. Ich hoffe, euch hat der Review gefallen und hat euch vielleicht auch inspiriert, das Modell auch mal zu bauen. Ihr habt jetzt die Wahl, was als nächstes gezeigt wird, entweder von Masterbox, die Kavalleristen der Union, oder von M-Model, der deutsche Reiter mit Gasmaske komplett ausgerüstet. Beide in 1:35. Das sieht sich im nächsten Video. Euer Hamilcar Barkas.